So, einen wunderschönen guten müsst ihr jetzt alle gehen. Und auch Tag, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Herr Löblich am Steuer. Nachdem ich das Wochenende damit verbracht hatte, Windows-Probleme zu lösen, weil plötzlich meine App-Berechtigungen nicht mehr funktioniert haben und die Pimax-App nicht mehr auf die Pimax-Kamera zugreifen und sich nicht mehr orten konnte, habe ich diese Probleme nun gelöst und wir werden heute ein Versprechen wahrmachen, nämlich wir fahren Rallye in VR. Ich bin ganz kurz 3 Meter ohne Brille gefahren, bei niedrigen Detaileinstellungen und das war schon geil. Und wir gucken uns jetzt mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gemeinsam an, wie das aussieht auf Ultra-Details und mit Brille in scharf. Los geht's. Herr Löblich. Hör mir den Blödsinn auf. Bevor es losgeht, halte ich wie immer dieses großartige Schwein ins Bild, sage liken, kommentieren, Follow dalassen. Wer per Fax benachrichtigt werden möchte, drückt die Glocke unterm Video, stellt sie auf alle. Und wer uns unterstützen möchte, drückt den Super-Button, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der zahlreichen Links unten in der Videobeschreibung, wie zum Beispiel den zu Pimax. Da gibt es nämlich 3% Rabatt auf die tollen Pimax-Brillen und ihr unterstützt mit jedem Einkauf den Kanal, weil ich werde ein klein wenig am Umsatz beteiligt. Und ihr könnt auch mal vorbeigucken bei Tims Simshop. Bei Tims Simshop gibt es Hardware für Simulanten und Simulatoren innen wie auch außen von A bis Z. Das Wichtigste ist, dass ihr bitte den Like-Button unter dem Video drückt und folgt, und zwar bei Twitch und bei YouTube. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, bei Livestreams dabei zu sein, dann guckt bitte gerne bei Twitch zu, denn wenn ich durchschnittlich 75 Zuschauer habe, dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werde ich Partner. Und dann darf ich von dem Geld, was ich bekomme dafür, dass ihr die Werbung, also von eurer Lebenszeit, die in Geld umgerechnet wird, darf ich dann 70 abgeben, 30%. Ich darf 70% behalten, 30 muss ich abgeben. Jetzt aktuell 50, wisst ihr? Also das heißt, wenn ihr schon Lebenszeit investiert, um diese Werbung zu schauen, dann wäre doch schön. Ne? So, jetzt muss ich hier mal checken. Ich starte mal die... Bin ich schon? Ja, ich bin schon. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal die Aufnahme starten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich starte hier mal die Aufnahme. Fein. Und dann gehe ich hier in das Spiel und dann mache ich hier weiter. Und dann müsste das eigentlich alles schon gehen, oder nicht? Oder was da nicht? Oder was da nicht? Ich probiere das erstmal. Warte mal, nee, das muss weg. Kann ich jetzt hier? Kann ich nicht? Warum nicht? Also das Pimax-Headset vergisst gerne mal, dass ich immer noch auf meinem Stuhl sitze. Das ist so ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sagt jetzt plötzlich, ich bin ganz woanders. So, jetzt ist hier wieder, natürlich ist hier wieder Musik, weil hier immer Musik ist. Das Schöne ist übrigens an EA Sports WRC, dass man das alles hier schön mit dem Gamepad steuern kann. Ich kann euch auch jetzt schon wieder sagen, VR ist das einfach, ja... Bis das alles so läuft, dass du das aufnehmen kannst und dass nicht irgendwas gerade nicht funktioniert oder abstürzt, vergehen jedes Mal Stunden. Wir machen mal hier ein Zeitfahren und wir fahren mal Estonia. Ich muss sagen, wenn das Spiel denn läuft und funktioniert und wenn du auf deiner Brille alles siehst und auch an der richtigen Stelle sitzt, also das vernünftig zentriert ist und wie das nicht alles heißt, dann ist dieses Spiel hier, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr gut darauf ausgelegt, zu funktionieren tatsächlich. Und was ich auch ganz geil finde hier bei der Pimax-Brille, jetzt mal unabhängig davon, dass das hier alle... Jetzt habe ich dieses Gamepad hier in die Hand genommen, diesen Controller. Es wäre ja schön, wenn man den irgendwie sehen könnte oder würde. So, jetzt kann ich zum Beispiel plötzlich nicht mehr, nur weil ich das Ding hier in der Hand genommen habe. Was ich sagen wollte ist, man kann hier mit dem Controller, jetzt passieren schon wieder ganz, das meine ich mit VR. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein VR-Ding. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt gerade passiert. Der Controller hier wird nicht mehr erkannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Und das ist typisch für VR. Das hat nichts mit Pimax oder irgendwem zu tun, sondern das ist einfach VR.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt irgendwas nicht geht. Es geht einfach nicht. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie toll man während des Spiels den Controller in der Hand nehmen kann und auf den Desktop gucken kann. Und offensichtlich geht es nicht. So, jetzt stelle ich den hier wieder hin. Nö, hat sich jetzt gedacht, ciao, hat er sich gedacht. Jetzt wieder. Okay, ich bin begeistert. Nee, geht nicht, weil ich bin immer noch in diesem komischen Pimax-Menü und aus dem komme ich jetzt nicht mehr raus. Kann euch nicht sagen, warum. Das ist leider typisch für VR. Und die Leute sagen immer, VR ist so toll. Ja, wenn du in deinem Auto sitzt und fährst, ich kann jetzt gerade den kompletten Rechner nicht benutzen, weil alles hängt. So, also das gleiche nochmal von vorne. Jetzt kann ich hier auch in meiner Pimax-Software plötzlich wieder alles benutzen. Wie gesagt, ich kann euch nicht, habe keine Ahnung, woran das liegt. Wir machen hier Back to Game, wir machen ERW oder ihr wisst schon, was ich meine. Und warten, dass du darfst halt nichts mehr anfassen, was irgendwie mit dem VR zu tun hat, wenn du einmal im Spiel drin bist. Und das ist vielleicht für jemanden, der spielt, kein Problem. Aber ich bin ja Content Creator und die Leute fragen immer, warum nimmst du nicht auf? Warum nimmst du nicht auf in VR? Na, weil ich ja nicht, ich kann zum Beispiel, während ich jetzt gerade das alles eingerichtet habe, schon mal überhaupt nicht nachprüfen, ob er aufnimmt, ob er richtig aufnimmt, ob er vernünftig aufnimmt, weil ich kann die Brille zwischendurch ja nicht hochnehmen oder auf den Desktop gucken, weil dann jedes Mal schon irgendwas abstürzt. Ja, ich möchte bitte VR. Sehr schön. Doch, das Headset ist verfügbar. Und das ist leider für einen Content Creator, muss ich sagen, extrem anstrengend. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier drin bin im Spiel, ist alles wunderbar, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ob der im Hintergrund alles vernünftig aufnimmt, ob das vielleicht irgendwie ruckelt oder ob das einfach alles so funktioniert, wie das soll. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel gerade, das Bild ist schief, also ich sitze nicht richtig in der Mitte. Jetzt traue ich mich aber nicht mehr, meinen Controller in die Hand zu nehmen, weil wir gerade festgestellt haben, wo wollte ich hin? Estonia, hier. Weil wir gerade jetzt schon ein paar Mal festgestellt haben, oder ich vor allem auch, dass sobald ich den Controller in der Hand nehme, die Spielsteuerung abkackt. Vielleicht hat auch jemand einen Tipp, vielleicht weiß ich einfach Sachen nicht, aber ich gucke mir ja die ganzen Sachen grundsätzlich immer aus der Sicht einer Person an, die nicht Raketenwissenschaft studiert hat, Ihr müsst euch vorstellen, hier sitzen auch 12-Jährige. Hier sitzen Leute, die haben von sowas keine Ahnung. Die kaufen sich so eine Brille, stecken die dran und denken, die können jetzt ihr bevorzugtes Rallye-Spiel in VR spielen und haben überhaupt keine Ahnung, was die alle, du hast nach einer halben Stunde hast du keinen Bock mehr, dich damit auseinanderzusetzen, weil du einfach intuitiv Sachen nicht machen darfst. Du darfst jetzt nicht den Pimax-Controller in der Hand nehmen, weil sonst plötzlich im Spiel die Steuerung nicht funktioniert. Wenn du dann versuchst, wieder ins Spiel irgendwie zurückzukommen, um die Steuerung wieder hinzukriegen, fängt es plötzlich an zu ruckeln und das Spiel stürzt ab. Also immer ist irgendwas, was dir dieses Erlebnis leider zunichte macht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht zulasten von Pimax, sondern das ist ein grundlegendes VR-Problem, weswegen ich immer sage, VR ist wie eine Demo. VR ist wie so eine Tech-Demo im Early Access Alpha-Stadium, bei der du nie so richtig weißt, ob es überhaupt funktioniert. Wenn du mal irgendwann da drin bist und einfach nur fährst, ist es okay. Aber bis du da hinkommst, musst du erst mal 10.000 Sachen falsch gemacht haben. So, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was jetzt los ist. Was ist jetzt? So, jetzt kann ich wieder hier kurz die Brille abnehmen und kann mal gucken. Irgendwas will er jetzt nicht. Er lädt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Dafür kann ich euch sagen, ist das Bild halt hier stochenscharf und diese Brille sitzt unwahrscheinlich gut. Die drückt nicht. Das finde ich total geil. Vor allem drückt die nicht auf meine Brille.
Und ich finde die Bildqualität halt unfassbar gut. Aber ich habe keine Ahnung, was der hier jetzt macht. Irgendwie wartet er auf das Spiel. Ah ne, jetzt. Ja, ich habe leider, doch hier ist eine Maus. Sehr gut. 3 hours later. 5 rechts über Kuppe, macht zu und 5 links. In 6 rechts, macht auf, 40. Kuppe, 70. Sprung, 40. Rechts über Sprung, 60. 5 links, in 60. Links über Sprung. Und 4 rechts, halb lang, Umwandlung. 60. Links über Kuppe, 170. Großer Sprung, mittig halten, 40, leicht rechts und 6 links. Nicht schneiden, langsam, 70. Kleine Kuppe. Oh, dieser komische Vignetten-Effekt, wenn du da aufschlägst, den könnte man auch weniger machen. Ich weiß, kann man in den Optionen. 30. Kleine Kuppe, 40. 6 links. Macht zu, 4, 50. Leicht links. Und Kuppe, 160. 4 rechts, macht zu, 30. 3 links über Kuppe, macht auf und Abzweigung, scharf rechts, 60. Ja, dass du in eine Richtung gucken kannst, in die du driftest, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. 5 links. 5 rechts, 50. Leicht links, sehr lang, macht zu. 5 links kurz, Übersprung, 50. 6 links. Und 6 rechts, halb lang. Und Sprung, 100. 6 rechts. Und 5 links kurz, über Kuppe, 160. 4 rechts kurz, nicht schneiden, 50. Spät, 4 links über Sprung. Macht auf, 6, 50. Großer Sprung, 90. Leicht rechts über Kuppe, 70. Nichts passiert. Achtung, 4 links über Sprung, 100. Abzweigung, scharf rechts, nicht schneiden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, oh, hier wird mir ja nicht schlecht übrigens. Beim Rückwärtsfahren und wieder Gas geben, da sagt irgendwie mein Gehirn, nee. Und Kuppe, 120. Sprung, 110. Langsam, 6 links und 5 rechts, halb lang, nicht schneiden. Und 2 links scharf und links über Kuppe, 100. 3 rechts, 30. 5 links über Sprung, innen. Und leicht links, lang. In Sprung, 50. Leicht rechts, extra lang. 130. Achtung, 5 links kurz, Übersprung, 160. Leicht links über Kuppe. Oh, und dann da diesen Ball hingestellt, die Pimmel, Alter. 40. Sprung, mittig halten und leicht links, 70. 6 links, macht zu, 50. 6 rechts. Wie gesagt, diesen Vignetten-Effekt können sie von mir aus gerne ganz weglassen. Ich weiß ja nicht, warum man den überhaupt anmacht. Und Kuppe, langsam, in 6 rechts, 40. Abzweigung, 1 rechts. 70. Achtung, Sprung, sofort 5 links. Was ist jetzt? Jetzt habe ich aus irgendeinem Grund gerade Und 1 rechts kurz. Nicht ganz schneiden, kurz 2 links kurz. Und Kuppe, 40. Weite Kehre links, nicht schneiden. Macht auf. wie nennt man das? 30. Die VR-Begrenzung durchsehen und dann fängt es an zu ruckeln. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine schlechte Idee ist, den Controller hier rechts neben mich hinzustellen. Dass wenn ich da irgendwie an dem Tischchen wackel, wo der drauf liegt, Nicht schneiden. Und Abzweigung 2 rechts, nicht schneiden. Und dann dass der denn denkt, ich würde mich gerade außerhalb meiner Grenzen bewegen. Und kleiner Sprung, 140. Leicht links, 170. 6 links, macht zu, über Welle, 50. Langsam, leicht rechts über Kuppe, 40. Ich muss auch sagen, ich bin die Karre bisher ja nur 70. Leicht rechts über Kuppe, 70.
Ja, das ist schon... Wenn du in die Kurve gucken kannst, ist das... Guck den Dude hier an. Na, Keule. Wenn du in die Kurve gucken kannst in VR, kannst du ganz anders auch mit der Handbremse umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. 4 rechts, lang. 90, Kuppe, 120. Also das fährt sich, wenn VR nicht so generell so scheiße wäre, würde ich nur in VR alles machen. Schikane rechts, Eingang. 60, Kuppe, 70. Boah, die Karre ist so viel schneller als diese WRC Junior, die ich fahre in der Karriere. Senken, 200. Ich weiß nicht, ob ich noch was zur Pimax-Qualität sagen muss. Das ist halt unfassbar gut. Und ich liebe das, dass die Brille mich nicht nervt, dass sie nicht stört, dass sie nicht drückt, dass ich nicht das Gefühl habe, es würde mir die Gesicht zerquetschen. Kuppe, 80. Die Gesicht zerquatschen, hast du gehört, Keule? Was liest du denn da eigentlich? 5 links, halb lang. Lies doch mal was vor. 80. Ah, 3 links über Kuppe, klar. Kuppe! Kuppe, 370. Zeig doch mal. Ja, okay, und dann fahren wir da vorne geradeaus und dann ein bisschen rechts, wa? Ja. Leicht rechts. Okay, machen wir. Kuppe, 80. Ja, hab ich doch gesagt. Rechts, langsam, 110. Abzweigung scharf rechts, umwandern. 30, Kuppe, 120. Ach so, doch. Oh, das funktioniert schon sehr viel besser als Abzweigung scharf mit dem Bildschirm. 150, wird enger. Kleine Kuppe, Das ist schon gut, ey. leicht links, 40. 6 rechts über Kuppe, 60. Ey, die Brille macht einen schmalen Schuh, Alter. Finde ich gut. Links über Kuppe, 160. Späte 6 links. Wie, also wenn es läuft, läuft's. Langsam, 6 links über Kuppe. Nur diese ganze Steam-VR-Gekröse und hin und her schalten zwischen VR und nicht VR und dann möchte ich mal kurz den Controller benutzen oder vielleicht die Ansicht zentrieren oder ins Menü zurück. Das ist halt alles einfach noch total beschissen. Da kann Pimax überhaupt nichts dafür. Das ist keine Pimax-Sache. Dasselbe hatte ich bei der Quest, dasselbe hatte ich bei der Rift. Das hatte ich bei allen VR-Brillen, die ich hatte. Diese ganze Software-Umsetzung. 6 links über Kuppe. Wie komme ich rein ins VR? 50. Wie kann ich zwischendurch mal VR ganz kurz verlassen, um irgendwas zu machen und dann wieder weiterzumachen? Das ist halt, wenn man überlegt, dass wir mittlerweile Raketen auf meiner Untertasse landen können. Untertasse und Raketen ist auch ein komischer Zusammenhang. Ihr wisst, was ich meine. Also ich kann Raketen landen auf einem Platz, der die Größe meines Badezimmers hat. Nicht schneiden, 80. Nachdem die gerade im Weltraum waren und einen Satelliten abgeschickt haben. Losgeschickt, freigesetzt, ihr wisst schon, was ich meine. 230. Oh, das ist geil. Aber wir kriegen das nicht hin, dass ich einfach nahtlos zwischen Desktop und VR hin und her wechseln kann, um irgendwelche Sachen einzustellen. Ne? Das ist schon ein bisschen armselig. Und ich finde, ich muss wirklich sagen, wie Pimax das macht, ist das sehr, sehr gut. Also, wenn du nicht zwischendurch die Brille absetzt oder wenn dieses Spiel nicht abstürzt, weil du einfach den Controller in der Hand nimmst, da kann der Pimax nichts dafür, dann funktioniert das bei Pimax super. Da drückst du einfach diese Daumentaste, diese Pimax-Taste, dann kannst du kurz auf den Desktop gucken, kannst da irgendwelche Einstellungen machen und dann drückst du nochmal die Daumentaste und gehst unten zurück zum Spiel und dann machst du einfach weiter. Also ich finde, auf Seiten von Pimax Leicht rechts, 80. auf Seiten von Pimax ist das alles wirklich fantastisch umgesetzt, aber softwareseitig von den Spielen und VR wirkt das alles wie eine Riesenbaustelle leider. 5 rechts kurz, umwandern, 100. Und das ist schade, weil das macht wirklich Spaß. Das sieht geil aus, das läuft gut, das klingt gut. 6 links, halb lang, 50. Rechts über Kuppe. Und 6 links. Über Ziel, 100. Bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 90. Das ist gut, 35,7. sehr gut.
Ich finde, auch hier muss ich wieder sagen, ist es vom Spiel geil gelöst, wie der nahtlos auf diesen Cinema-Modus umschaltet. Ist wirklich lecker. Wir machen mal noch eine. Nee. Bänden. Ich kann jetzt halt, was mich jetzt stört ist, doch, ich kann mal kurz das abnehmen. So, und jetzt kann ich mal gucken, ob das alles läuft hier hinten. Das läuft alles, wunderbar. So, jetzt kann ich noch mal gucken. Ja, wunderbar. Genau, jetzt hast du plötzlich wieder so weit. Jetzt musst du hier wieder drücken. Aber ich bin noch im Spiel, das sollte also funktionieren. So, wir machen mal noch ein Zeitfahren. Und wir fahren mal Croatia. Trocken. Und wir fahren mal WRC. Ja, nehmen wir den doch. Wie gesagt, wenn es läuft, geil. Richtig geil. Und Alter, wie wirklich, du siehst ja, also wenn mich jetzt jemand zwingen würde zu sagen, ob ich Pixel sehe, würde ich sagen, ich glaube, ich könnte welche erkennen. Also ich meine nicht Pixel im Sinne von Spielpixel, sondern ob ich wirklich die LED-Dots erkennen könnte. Also wenn ich mich richtig doll anstrenge, glaube ich, könnte ich möglicherweise welche sehen. Aber das ist nicht... Wisst ihr, was ich meine? Das ist hier einfach nur saugut. Also wirklich. Das ist unfassbar gut. Guck doch mal, wie scharf hier dieses Schild aussieht. Ich finde das geil, wie die Brille sitzt, Alter. Wirklich. Das ist das Geilste an dieser Brille. Das geht bestimmt alles irgendwie optisch alles noch 100-mal besser und das geht noch toller und das geht noch toller. Kann sein, weiß ich nicht. Es gibt auch noch eine Pimax Crystal Super. Aber alleine wie die sitzt. Guck mal, hier mag er irgendwas nicht. Jetzt zeigt den Kopf zu weit gedreht. Und jetzt sehe ich im Hintergrund. Ich kann auch jetzt nichts mehr machen. Jetzt geht's weiter. Da weiß ich nicht, ob das ein Pimax oder ein EA Sports WRC-Problem ist. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich behaupte mal, das ist ein WRC-Problem oder ein Steam VR-Problem oder OpenXR oder was auch immer das alles sein könnte. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber ist natürlich doof, ne? Wenn du in dem Spiel sitzt und spielen willst und dann kannst du den Kopf nicht zur Seite drehen, weil sonst... Hier jetzt! Weil sonst die Gefahr besteht, dass das Spiel abstürzt, weil plötzlich im Hintergrund... 200. Viel Glück. Oh, warte mal. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu starten. Hier zum Beispiel jetzt. Ach du Scheiße, Alter. 1. Go. Leicht links. 200. 6 rechts. Nicht schneiden. 60. 3 links. 8 auf. 40. 4 rechts. 100. 6 links kurz. 120. Alter, die Strecke sieht in VR ganz anders aus. Leicht rechts. Nicht schneiden. 40. 1 links. Macht zu. Sehr lang. Nicht schneiden. 70. Und das ist halt geil, ne? Dass du hier so eine Kurve gucken und genau siehst, wo du hinfährst. Gleich rechts, langsam 90. Späte weite Kehre rechts. 70. 6 links, leicht schneiden. 60. Leicht links, 50. 5 rechts. In 6 links und 3 rechts. Macht zu. 2, nicht schneiden. 180. Weite Kehre links. Macht zu. Und leicht rechts. In leicht links. Bremsen. 40. Späte Kehre rechts. Da war wieder. 60. Achtung. Leicht links. Also das muss irgendein Problem mit der Begrenzung sein. Rechts. 80. Boah, Junge. Die Pimax scheint immer mal wieder zu denken, sie sei außerhalb dieses Guardians. Und das ist natürlich super nervig. Leicht links.
in 6 rechts, 40. Späte 1 rechts. Also da müsste man dann wahrscheinlich einfach sich manuelle Raumbegrenzungen machen und den Raum zeichnen, so dass du hier einen viel größeren Bereich hast, bevor du sozusagen außerhalb deiner Begrenzung bist. 40, 3 rechts, innen, 50. 6 rechts kurz, langsam, 70. Späte Weiterkehre links, macht zu. Und 5 rechts, in 6 links. Ich sehe fast nichts aus dem linken Seitenfenster. Das ist zum Beispiel auch ziemlich eklig. In 4 links, schneiden, 70. Weiterkehre rechts, macht zu. Und leicht links, 200. Leicht rechts, 40. Späte 3 links. Du siehst ja nichts in so einem Auto. Rechts, 50. Kehre links. 150. Hier könnt ihr ruhig mehr Gebrauch von der Handbremse machen. Späte 3 rechts. Geil, die ist ja an der gleichen Stelle. 3 links und 3 rechts. Macht auf. In 3 links kurz. 40. 5 rechts. 50. Weite Kehre rechts. 70. Leicht links. Nicht schneiden. Okay, da hätte man auch noch schalten müssen. Und 5 rechts kurz. In 2 links kurz. Und 4 rechts. Und 4 links. 40. Leicht links über Kuppe. Dann macht zu. 70. Ich stelle übrigens in der VR gerade fest, dass die Fahrphysik in dem Spiel doch nicht so geil ist. Und 6 rechts. Langsam. Ich wollte ja ursprünglich Assetto Corsa Evo machen, aber ich habe es nicht geschafft, dieses Spiel in VR zum Laufen zu kriegen. 30. Leicht rechts. Leicht links. Boah, Alter, kann ich mal dieses komische... Rechts, halb lang. Das ist ja unglaublich nervig. So, jetzt müssen wir kurz wieder warten. Ah, nee, diesmal jetzt. VR-Einstellungen. So, und hier gibt es irgendwo Crash-Vignette. Einige Spielende fühlen sich unwohl, wenn die Intensität... Ah, okay, das ist natürlich... das verstehe ich dann, warum man das macht. Langsam. 120. Späte weite Kehre rechts. Und leicht links. 30. 3 links kurz. 160. Hier wieder. Was hat er denn? Hat das was mit dem Ding hier zu tun? Leicht links. Macht zu. Kehre. 50. 5 rechts. 60. 4 rechts. 70. Leicht rechts. 140. Langsam. Späte weite Kehre rechts. Macht zu. Und 5 links. 40. Links über Kuppe. 30. 3 links. 40. Leicht rechts. Bremsen. 60. Späte Kehre links. Und 4 rechts. Lang. 120. Ich sehe aus dem linken Fenster nicht. Das ist total weird. 5 rechts kurz. Langsam. 60. Weite Kehre rechts. Macht zu. Und 4 links kurz. 30. 5 links. Macht auf. 200. Achtung. Späte 1 links. Verdeckt. 120. 4 rechts. Macht auf. Sehr lang. 70. Er setzt dich nicht zurück, wa? So wieder. Was ist los? Ich habe nur Escape gedrückt. Und solange das so ist, kann ich VR nicht empfehlen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Man sieht heute mal in diesem Spiel, weil ich es auch mal nicht zurechtgeschnitten habe, dass es möglichst toll für Pimax zum Schluss aussieht. Die Pimax macht alles richtig, alles gut. Ich bin wirklich vollkommen begeistert. Aber VR ist einfach immer noch
absolut unpraktisch. Guck mal, du kannst nicht mal Escape drücken in einem Spiel. Jetzt kann das was mit dem Spiel zu tun haben. Ich möchte dir das auch nicht auf... nur dieses Erlebnis, was ich jetzt gerade habe, kenne ich aus allen Spielen, die ich bisher in VR probiert habe. Assetto Corsa, Evo ging fast ja nicht. Euro Truck Simulator musst du auch mit Sie ansprechen, dass das funktioniert. Wenn das dann funktioniert und du fährst und du bist dann 3-4 Stunden unterwegs im Spiel, ist das alles okay. Aber bis du da hinkommst, hast du laufend so was hier. Ich bin plötzlich im Steam VR Bild. Also falls ihr da irgendwelche Tipps für mich habt und mir sagen könnt, woran das liegt. Ich weiß ja nicht, ob man das jetzt gerade im Video sieht. Ne, das Video hängt nämlich einfach. Ich sehe gerade eine Mischung aus dem VR-Bild und diesem, ich sehe hier auch meinen Controller zum Beispiel. Also ich bin jetzt gerade irgendwie in Steam VR gelandet. Sehe aber gleichzeitig noch das Bild. Also da überlagern sich sozusagen zwei Sachen. Ja, und ich kann jetzt hier, ich bin handlungsunfähig. Kann nichts machen. Können wir denn auch lassen, meiner Meinung nach, an der Stelle. Solange das so ist, muss ich sagen, ist VR nichts. Nicht jetzt kommt da klar, jetzt ist das Spiel abgestürzt auch. Solange das so ist, wird VR nichts für mich sein, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte gerne die Brille aufsetzen, dann möchte ich irgendwo ein Spiel auswählen und dann möchte ich dieses Spiel einfach spielen. Und dann muss es egal sein, ob ich dieses Ding hier in die Hand nehme oder ob das hier nur liegt. Und wenn ich dann hier auf dem Sitz, auf dem ich gerade sitze, einen Guardian erstellt habe, in dem ich sitze, dann kann nicht, nur weil ich den Kopf nach rechts drehe und aus dem Fenster gucken will, plötzlich der Guardian durchscheinen und das Spiel anfangen zu ruckeln, weil die VR-Brille denkt, ich hätte irgendwie meinen sicheren Bereich verlassen. Das sind alles Sachen, die mich so sehr stören, dass ich von VR nach wie vor immer noch die Finger lasse. Weil ich das super nervig finde. Das frustriert mich viel mehr, als dass es mir Spaß macht. Unabhängig davon, wenn es läuft, ist die Pimax Crystal Light einfach absolute Sahne. Das sieht geil aus. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann ich euch das irgendwie zeigen? Also wenn man sich jetzt, wenn man ganz pingelig ist, habe ich jetzt hier oben so ein bisschen Abdrücke, weil gerade für Brillenträger ist das, glaube ich, immer total interessant. Wenn man jetzt ganz pingelig ist, dann habe ich da oben so ein paar Abdrücke von meinen Augenbrauen. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Oder sieht man das vielleicht so rum besser? Nee, man sieht es leider fast ja nicht. Das ist natürlich schade. Gerade für Brillenträger ist es interessant, dass ich da oben halt so ein bisschen Abdrücke von meinen Augenbrauen und unten so ein bisschen von meiner Fettbacke hier, wo die Brille denn aufliegt. Das heißt, ich komme dann sozusagen hier oben mit den Augenbrauen gegen und hier unten drückt dann sozusagen die Brille, drücken meine Wangen so gegen die Brille. Das ist halt so standardmäßig. Ich habe deswegen einfach eine alte Brille. Die hat immer noch eine Sehstärke, mit der ich auf diese Entfernung genug sehe. Aber bei dieser Brille ist mir das scheißegal, ob die verschmiert, da ist mir das scheißegal, ob sich hier diese Nasenbügel verbiegen. Die setze ich ausschließlich für VR auf. Und da ist mir ideal. Die putze ich denn vorher einfach grob, dass da keine Schlieren drauf sind. Auf VR siehst du sowieso keine Schlieren. Und da ist mir das Wurst. Aber dann habt ihr das mal gehört. Und das macht, wie gesagt, bin ich der Meinung, die Pimax schon mit am besten von den Brillen, die ich bisher so kennengelernt habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ihr davon haltet, was ich gerne mal ausprobieren soll. Rallye haben wir jetzt hinter uns. Assetto Corsa Evo wollte ich gerne machen. Race Room könnte ich mal noch ausprobieren. Flugsimulator werden wir noch machen. Elite Dangerous werden wir mal noch machen. Und uns das alles mal so ein bisschen angucken. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Würde ich machen. Und wenn ihr Tipps habt, ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, Löwy, du hast das alle total falsch eingestellt. Stell das mal so und so und so ein, dann funktioniert das und dann geht das. Oder mach mal OpenXR. Habe ich ausprobiert alles. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Und ich möchte
gerne, dass das auch für Laien geht. Ich möchte nicht, dass du zuerst 3 Wochen studieren musst, um deine VR-Brille vernünftig, flüssig und absturzfrei benutzen zu können. Sowas muss out of the box gehen. Ich möchte das kaufen, anschließen, aufsetzen, Spiel starten, spielen. Das ist mein Anspruch und das ist auch das aus der Sicht, aus der bewerte ich das auch. Wenn ich Stunden brauche, um dann eine halbe Stunde zu fahren und dann schon nicht mal mehr ins Menü zurückgehen kann, weil das Spiel abstürzt, finde ich das einfach scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist unabhängig von der Qualität der Pimax-Brille, die finde ich super. Ich hätte jetzt noch 2 Stunden weiterfahren können, wenn das nicht laufend zwischendurch immer so ein Fick geben würde. Liken, kommentieren, Follow da lassen, Fax-Benachrichtigung, wir haben Druck auf die Glocke unterm Video und wer uns unterstützen möchte, drückt den Super-Button, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der zahlreichen Links unten in der Videobeschreibung, wie zum Beispiel Holy, Tim's Simshop, Pimax, wie sie nicht alle heißen. Bei Pimax 3% Rabatt, nicht vergessen. Und ihr unterstützt mit jedem Einkauf den Kanal. Und wir, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, sagen Tschüss mit Üst, ciao mit Autschi, mit ihr, bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich und euer Lieblingsschweinchen Molly. Tschüss.